Boah, was für ein intensives Eintracht-Jahr. Markus Krösche, der Sportvorstand der Eintracht, ist bei uns. Vielen Dank schon mal, dass du da bist. Ich glaube, es war ein wahnsinnig intensives Jahr, eins, das viele Körner gekostet hat. Die Mannschaft, die Fans. Was sagt der Akkustand des Sportvorstands jetzt zwischen den Jahren? Ja, ich bin jetzt natürlich auch froh, dass es jetzt dieses aufregende und auch intensive Jahr jetzt erstmal rum ist. Ich glaube, dass wir ein sehr erfolgreiches Jahr hinter uns haben, dass wir jetzt auch gerade in der Europa League natürlich auch eine sehr, sehr gute Ausgangsposition haben, auch in der Liga. Von daher, es ist jetzt mal ganz gut, so ein bisschen die Zeit zu genießen und auch mal so ein bisschen Ruhe reinkommen zu lassen, klar. Hast du irgendeinen speziellen Lifehack, wie man es schafft, in möglichst wenig Zeit, denn die Winterpause ist ja relativ kurz, den Akku maximal wieder aufzuladen? Nee, ich meine, letztendlich macht's ja Spaß. Ich meine, letztendlich, das wollen wir ja auch alle. Wir wollen ja auch ein intensives Jahr haben. Wir wollen ja auch viele Spiele haben, weil es dann bedeutet, dass wir sehr erfolgreich sind. Ich versuche einfach nur so ein bisschen Abstand zu gewinnen, indem ich mich mal jetzt nicht um Fußball kümmere, sondern so ein bisschen um auch Familie, um auch mal andere Themen irgendwie zu kümmern, die jetzt nicht mit dem Tagesgeschäft und meinem Beruf zu tun haben. Ist natürlich irgendwo immer ein bisschen Beruf immer mit dabei, ist klar, aber so die einzige Zeit, die man jetzt in meinem Job hat, so, wo man ein bisschen runterkommen kann, ist sicherlich die Zeit so zwischen Weihnachten und Neujahr, und das versuche ich dementsprechend dann auch zu genießen. Ist Handy ausschalten da eine Option oder fast schon auch irgendwo eine Pflicht, oder geht das einfach nicht? Nein, das geht nicht. Aber ich glaube, es gibt ja immer Themen, die wir haben, aber ich glaube, dass wir diesen Winter eine deutlich ruhigere Phase haben, als es vielleicht im letzten Winter der Fall war. Wir duzen uns schon länger, das sei noch mal gesagt, allen, die zugucken. Das machen wir natürlich auch jetzt, wo die Kameras laufen, denn soll ja maximal authentisch sein. Ja. Mit welchem Gefühl, so mit Blick auf dieses gesamte Eintracht-Jahr und vielleicht auch speziell mit Blick auf diese abgelaufene Hinrunde, gehst du jetzt ins neue Jahr hinein? Was überwiegt da? Weil ich glaube, es waren wahnsinnig viele Emotionen und sehr viele unterschiedliche Phasen auch drin in diesem Jahr. Mit einem sehr positiven. Ich muss sagen, dass die Jungs sich wirklich sehr, sehr gut entwickelt haben. Gerade auch die Jungen, die natürlich am Anfang ein bisschen die Zeit gebraucht haben, die wir denen auch gegeben haben, aber dass sie sich sehr, sehr gut entwickelt haben. Grundsätzlich muss man sagen, dass die Mannschaft sich auch sehr, sehr gut entwickelt hat in der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, und dass wir natürlich auch noch sehr, sehr viel Potenzial auch haben, wo wir noch uns verbessern können, und dass die Jungs jetzt einfach auch wachsen, und das freut mich einfach dann auch zu sehen, und freue mich auf die Zeit jetzt auch, gerade jetzt in der Rückrunde, wo es natürlich dann letztendlich um so ein bisschen um die Plätze geht, wo landet man am Ende. Darauf freue ich mich, weil wir noch unheimlich viel Potenzial haben, um einfach auch zu wachsen. Und man hat in der Hinrunde gesehen, welche Möglichkeiten, welches Potenzial diese Mannschaft schon hat. Aber auch man hat natürlich gesehen, welche Entwicklungsfelder wir noch haben, und darauf freue ich mich dann. Jetzt hast du, glaube ich, allein 3 oder 4 Mal das Wort oder den Begriff Potenzial benutzt in deiner letzten Antwort. Die Eintracht überwintert auf einem Champions-League-Platz. Das ist ganz fantastisch. Aber auf der anderen Seite hat die Eintracht auch in der kompletten Hinrunde kein einziges Top-Team besiegt. Was habt ihr definiert, was habt ihr ausgemacht? Wo ist da die entscheidende Luft, die noch nach oben fehlt, um wirklich auch sich Top-Team nennen zu können und zu dürfen? Ja, es ist immer so schwierig mit diesem Thema Top-Team. Ich glaube, wenn man sich den Kader anschaut und wenn man sich die Mannschaft anschaut, ist es natürlich eine sehr junge Mannschaft. Und wenn man jetzt über die Top-Teams in der Liga spricht, das sind sicherlich Mannschaften, die natürlich auch ein bisschen mehr Erfahrung haben als wir. Und da gilt es einfach jetzt aus diesen Fehlern, die wir vielleicht gemacht haben, oder gerade in diesen, ich sage mal, Spitzenspielen, wo wir vielleicht jetzt nicht das Spiel gewonnen haben, einfach auch zu lernen. Und das ist aber ein ganz normaler Prozess. Ich glaube, das ist ein Reifeprozess, den wir als Mannschaft und auch als Club gehen müssen. Und man hat dann einfach auch gesehen in diesen Spitzenspielen, dass wir halt in vielen Bereichen einfach noch Entwicklungspotenzial haben, dass wir auch immer wieder bei 100% sein müssen, um dann letztendlich auch Spiele zu gewinnen. Hat man ja auch gesehen, zum Beispiel gegen Augsburg, wo wir dann einfach vielleicht in der ersten Halbzeit nicht so bei 100% waren. Mhm. Und das ist, glaube ich, einfach das Wichtige, dass wir lernen, auch aus diesen Spielen auch lernen, aus Fehlern lernen, und um dann letztendlich auch in der Lage zu sein, vielleicht in der Rückrunde auch das eine oder andere Top-Team zu schlagen. Aber ist das eine Frage der Qualität, der Effizienz? Nein. Also woran liegt das konkret? Was habt ihr da definiert? Das ist keine Frage der Qualität, sondern es ist letztendlich eine Frage der Erfahrung und auch einfach der Reife. Natürlich hast du wenn du eine junge Mannschaft hast, immer mal auch Schwankungen, was normal ist als Mannschaft, aber auch letztendlich, was einzelne Spieler angeht. Und da geht es einfach darum, noch auf dem Top-Level dann nochmal eine andere Konstanz reinzubringen. Und dann helfen dir natürlich auch Erfahrungen, gerade in Spitzenspielen, wenn man vielleicht mal nicht die Spiele gewinnt, dann aus diesen Fehlern einfach zu lernen. Was ja wirklich eklatant ist, ist dieser Stimmungsumschwung im Vergleich zum Sommer. Also das Umfeld, das wieder ganz anders emotionalisiert wurde.
Wie haben Dino Topmöller und sein Trainerteam das geschafft? War das eher so ein Ansatz zu sagen, das funktioniert über die Köpfe der Spieler oder hat das eher fußballtaktische Gründe gehabt? Ja, ich glaube einfach beides so ein bisschen. Ich glaube, der wichtigste Vorteil, den wir jetzt im Vergleich zum letzten Jahr hatten, war, dass wir diese Mannschaft vom Anfang an relativ im Großen und Ganzen zusammen hatten. So wenig Wechsel hatten, Leistungsträger geblieben sind, Pacho jetzt mal ausgenommen. Und dann einfach die Zeit für die Spieler, sich zu entwickeln, die Zeit auch als Mannschaft sich zu entwickeln, die Inhalte, die das Trainerteam letztendlich dann auch einfordert, auch umzusetzen. Sie wissen auch natürlich, was das Trainerteam von ihm will. Das heißt, Automatismen können sich einstellen und ich glaube, das war einer der wichtigen Faktoren. Ich glaube, es geht gar nicht so ein bisschen darum zu sagen, es ist jetzt eine Kopfsache oder es ist eine inhaltliche Thematik. Ich glaube, es ist einfach diese Zeit. Wir haben im letzten Jahr unheimlich viele Wechsel gehabt im Sommer und halt auch im Winter. Und um eine Mannschaft reifen zu lassen, braucht man halt auch Zeit, gemeinsame Zeit, Trainingsinhalte, einfach auch zu trainieren, Automatismen sich entwickeln zu lassen. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Faktor, glaube ich, wenn man darüber spricht, warum haben wir uns jetzt so entwickelt, beziehungsweise warum ist es jetzt vom Gefühl her und auch von der Art und Weise anders als im letzten Jahr. Ja. Und trotzdem haben, glaube ich, auch einzelne Spieler dazu beigetragen. Ich erinnere mich an einen Begriff, der mir hängen geblieben ist aus dieser Hinrunde jetzt, den du häufiger verwendet hast, Verteidigungsmentalität. Und da sind wir dann relativ schnell bei 2 Sommerneuzugängen, nämlich bei Arthur Theat und bei Rasmus Christensen, die, glaube ich, genau das auch verkörpert haben. Tut deine Schulter eigentlich inzwischen weh, aufgrund der ganzen Klopfer, die du bekommen hast für diese beiden Transfers? Na, ich glaube, es war wichtig einfach, dass wir noch ein bisschen Erfahrung, auch ein bisschen Seniorität hinzubekommen. Wir haben sehr viele junge Spieler, auch sehr viel Potenzial, um das Wort jetzt nicht überstrapazieren zu wollen, aber und dann gilt es immer darum, auch eine gewisse Stabilität und auch Anker in der Mannschaft zu haben. Und das ist sicherlich mit Arthur und Rasmus dann einfach damit dazugekommen. Robin ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, genauso wie Kevin oder auch Mario, die natürlich dann auch diese jungen Spieler guiden. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man immer versuchen muss, eine gewisse Mischung hinzubekommen und gerade das Verteidigen, wenn man so viele, ich sag jetzt mal, Offensivqualitäten hat, so viele Künstler hat, brauchst du natürlich auch immer ein paar Bodyguards, die letztendlich dann auch gerade in der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, hohes Attackieren, hohes Risiko, dass du auch Verteidiger hast, die in der Lage sind, dann auch 1-gegen-1-Situationen zu lösen. Und das haben einfach mit den beiden haben wir nochmal mit dazu bekommen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, damit wir auf der einen Seite natürlich offensiven Fußball spielen können, aber gleichzeitig auch eine defensive Stabilität haben. Die Mischung macht's, glaube ich, in so einer Mannschaft. Und da kommen wir jetzt zu den Youngsters im Team. Einige Spieler, die eine wahnsinnige Entwicklung genommen haben im Laufe dieser Hinrunde. Namdi Collins, Nene Brown, Can Uzun kommt auch immer besser rein jetzt. In Amerika wird ja gerne mal so ein Rookie of the Season oder Rookie of the Year Award verliehen. Wenn du einen nominieren müsstest, wer wäre das aus der Truppe? Ach, das ist schwer. Ich glaube, dass die Jungs, gerade die jungen Spieler, einfach auch ihre Chance genutzt haben. Sie haben hart dafür gearbeitet. Es war sicherlich auch für den einen oder anderen nicht einfach. Das ist natürlich auch bei dem Konkurrenzkampf, den wir haben, auch sicherlich auch anders wie vielleicht bei anderen Mannschaften. Aber sie haben einfach letztendlich an ihren Defiziten gearbeitet, haben die Geduld gehabt und waren dann in dem Moment, als sie gebraucht wurden, halt da. Und das ist halt entscheidend. Das ist, finde ich, ist auch ein gutes Zeichen, dass auch die Jungen jetzt auch mittlerweile in der Lage sind, auch auf dem hohen Level, auf dem wir sind, mitzuhalten, teilweise sogar auch herauszuragen. Aber es wird auch wieder schwierige Phasen geben, weil letztendlich bei jungen Spielern ist es normal, dass es auch Schwankungen gibt. Aber ich finde, dass sie alle eine sehr, sehr gute Mentalität gezeigt haben, im Sinne von die Geduld zu bewahren, nicht sich zu beschweren, sondern letztendlich an sich zu arbeiten. Und das freut mich natürlich. Deswegen ist es für mich jetzt schwierig, einen rauszuheben, weil ich glaube, dass alle jungen Spieler das sehr, sehr gut gemacht haben. Und trotzdem müssen wir, glaube ich, wenn wir über den Man of the Year jetzt mal theoretisch sprechen, kommen wir an einem Mann nicht vorbei, auch wenn du schon, glaube ich, gefühlt 17.000 Mal über ihn sprechen musstest im Laufe dieses Jahres. Aber das ist ja auch was Schönes, weil was Omar Mamouche da nach wie vor abzieht, wie der nochmal sein Level kontinuierlich angehoben hat, das ist schon brutal. Das hat für mich inzwischen so ein bisschen Arjen Robben-Vibes. Du weißt, was passiert, aber du kannst es kaum noch verteidigen. Was macht diesen Omar Mamouche so überragend gut? Ich glaube, dass er natürlich erstmal eine Grundqualität hat mit seiner Geschwindigkeit, mit seiner Physis, auch mit seiner Abschlussstärke. Dann, dass er natürlich jetzt, wie gesagt, im zweiten Jahr jetzt fast alle Minuten spielt. Und das ist letztlich für ein Offensivspiel auch immer wichtig. Und dass Omar außergewöhnliche Fähigkeiten hat, das wussten wir schon immer. Und jetzt hat er natürlich auch, sagen wir mal, ein gewisses Selbstverständnis entwickelt.
hat auch, was seine Entscheidung angeht, ist er deutlich klarer geworden. Und ja, das ist halt dann letztendlich einfach auch eine Entwicklung, die er selber auch genommen hat für sich, wo er einfach sich immer weiterentwickelt hat. Und er hat natürlich, wie gesagt, für uns einen extrem wichtigen Stellenwert auch im letzten Jahr schon gehabt, aber in diesem Jahr hat er nochmal einen großen Sprung gemacht, gerade auch was seine Effizienz angeht und dass er einfach auch gerade vor dem Tor immer sehr, sehr gute Entscheidungen trifft. Und du hast immer wieder gesagt, bei Eintracht Frankfurt ist kein Spieler unverkäuflich. Wäre auch Quatsch. Rein schon aus wirtschaftlicher Notwendigkeit, aus Verantwortung gegenüber dem Club, dem Unternehmen insgesamt. Und vor ziemlich genau einem Jahr bei der Jahreseröffnungspressekonferenz hast du gesagt, es wird immer wieder diese Fälle geben, wo sich ein Spieler schneller entwickelt als der Club. Ist Omar genau so ein Fall? Ja, ich glaube, dass Omar natürlich eine sehr, sehr gute und sehr, sehr schnelle Entwicklung genommen hat auf einem sehr, sehr hohen Level. So, trotzdem muss man sagen, Omar ist hier bei uns, bei der Eintracht und fühlt sich auch sehr wohl. Das hat er jetzt ja auch öfter schon auch gesagt. Und ich glaube, dass natürlich auch die Entwicklung von Omar auch ein Teil des Gesamten ist. Aber natürlich ist es so, dass er eine außergewöhnliche Entwicklung genommen hat und dass natürlich dann, wenn du gute Leistung bringst, natürlich auch dann Interesse von anderen Clubs besteht. Das ist auch normal. Und da bleiben wir bei dem gleichen Credo. Letztendlich, wenn jemand sich halt schneller entwickelt als wir als Club, dass wir dann, wenn er den Wunsch äußert, sich verändern zu wollen, dass wir dem dann dementsprechend auch Rechnung tragen und sagen, okay, dann müssen wir halt eine Lösung finden, aber so weit ist es bei Omar noch nicht. Und wenn ich jetzt ein Vertreter eines beliebigen englischen Spitzenclubs wäre und im Frühjahr hier zu dir kommen würde mit einem Koffer, was müsste drin sein, dass du schwach wirst? Ja, ich glaube, das macht keinen Sinn, jetzt irgendwelche Preistags zu vergeben. Letztendlich ist es so, dass wenn es dann soweit ist, bei jedem Spieler jetzt mal Omar ausgenommen, dann muss man sich unterhalten. Aber ich glaube, es macht keinen Sinn, jetzt irgendwelche Preise hier irgendwie kundzutun. Wenn ich sage 50 Millionen plus Boni, kann ich dich nicht mitlocken, vermutlich. Macht relativ wenig Sinn. Und trotzdem ist es ja so, dass man natürlich auch schon gedanklich sich damit auseinandersetzen muss. Man merkt auch, wie du über die Entwicklung von Omar redest. Es ist jetzt kein komplettes absurdes Szenario, dass Omar Mamouche nächste Saison möglicherweise woanders kicken würde. Wie weit seid ihr da? Wie weit musst du auch verantwortungsvoll genau diesen Fall schon vorplanen mit Blick auf den Sommer? Gut, das machen wir immer, ne? Also das ist jetzt, wir versuchen immer vorbereitet zu sein. Ich glaube, das haben wir auch in den letzten Jahren immer ganz gut hinbekommen. Ist natürlich nicht immer so einfach, gerade Offensivspieler zu ersetzen, ist immer nicht so ganz einfach. Aber letztendlich, wir versuchen halt dann mal immer in den Situationen oder für die Situation vorbereitet zu sein. Und sicherlich, wenn ein Spieler uns verlässt oder in dem Falle dann, wenn Omar jetzt sich entscheiden sollte, vielleicht sich zu verändern im Sommer, dann werden wir auch da wieder Lösungen finden. Ich werfe trotzdem mal einen Namen in den Raum, weil den viele Fans, auch ich finde den sehr, sehr spannend, der kickt gar nicht weit weg von hier, nämlich Johnny Burkhardt von Mainz 05, so vom Skillset her, mit diesem Tempo, dieser Dynamik, dieser Abschlussstärke, finde ich, ist er ein ähnlicher Spielertyp wie Omar Mamouche. Und obendrein ist er auch noch Eintracht-Fan. Das ist ja wie gemalt eigentlich, oder? Ja, ich tue mich schwer, über Spieler zu sprechen, die nicht unsere Spieler sind in dem Falle. Sicherlich ist Johnny Burkhardt ein extrem guter Spieler, der sich auch eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen hat in den letzten Jahren. Aber es macht jetzt keinen Sinn, über Spieler zu sprechen, die nicht bei Eintracht Frankfurt spielen. Du bist doch heute schwer zu knacken, ich merke das schon immer. Was für ein Transferwinter erwartest du konkret? Man könnte ja sagen, eigentlich easy going, weil das Gerüst steht, der Kader ist sehr breit, haben wir auch gesehen jetzt in der Hinrunde. Gibt es trotzdem die eine oder andere Option, wo du sagst, wenn sich da was auftut, dann müssen wir vielleicht auch was machen? Eigentlich nicht. Also wir haben ja, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon gesagt, sehr, sehr viele Wechsel gehabt jetzt in den letzten Jahren, speziell auch in der letzten Saison. Wir wollen eigentlich diese Mannschaft, wie sie jetzt ist, einfach auch zusammenhalten und wollen sie auch mal wachsen lassen. Also ich meine, eine 100%ige Garantie, dass wir jetzt nichts machen oder dass wir das machen, gibt es sowieso nicht. Kann immer irgendwelche Situationen sich ergeben, wo man sagt, okay, das sollte man jetzt machen. Aber es ist nicht das Ziel, irgendwie was hinzuzufügen oder irgendwas zu verändern, weil einfach wir mit dieser Mannschaft, wie wir sie jetzt haben, sehr zufrieden sind und wir auch wollen, dass sie sich entwickeln, dass sie wachsen, dass sie gemeinsam wachsen und von daher steht jetzt kein turbulenter Winter an.
Und ich glaube, es ist auch ganz normal, dass es so eine kleine Ergebnisdelle irgendwann mal gibt im Laufe einer solchen Entwicklung, wie wir sie jetzt zum Jahresende hin gesehen haben. Hat dich das in irgendeiner Weise beunruhigt? Also war das ausschließlich jetzt so ein bisschen auf die körperlichen Körner zurückzuführen oder gab es dafür noch andere? Nein, wir müssen auch mal sehen, gegen wen wir gespielt haben. Ja. Also wir haben zweimal gegen Leipzig gespielt. Sicherlich war das Pokalspiel nicht gut, das muss man ehrlicherweise sagen. Und wir haben in Lyon gespielt. Das ist letztendlich eine Champions-League-Mannschaft. Und wir waren sagen wir mal, das Leipzig-Pokalspiel mal ausgenommen, waren wir in allen Partien dann dementsprechend auch auf Augenhöhe. Und es waren Kleinigkeiten, die da entschieden haben, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben. Und das ist ja dann, wie wir beim Anfang, wenn wir über Spitzenspiele sprechen oder gegen Top-Mannschaften, das waren halt Top-Mannschaften, geht es halt um Kleinigkeiten. Und da haben wir halt dann auch gesehen, dass wir noch Entwicklungspotenzial haben. Und deswegen war das für uns auch überhaupt kein Problem. Ich meine, auch in Leipzig müssen wir das Spiel ja nicht verlieren. Es war ärgerlich, dass wir dann über die Standardsituation das Tor bekommen. Ich glaube, dass, wenn wir diese Standardsituation nicht bekommen, dass wir noch auch Chancen haben, das Spiel zu gewinnen. In Lyon, muss man einfach sagen, war es eine richtig gute Mannschaft, die natürlich auch einen guten Flow hat. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und trotzdem hat manch einer im Eintracht-Umfeld aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre jetzt schon wieder so ein bisschen Panik, zumindest diese klassische Eintracht-Rückrunde, dieser Absturz, den es ja so nicht mehr geben sollte. Die Mannschaft spielt, hast du gerade auch schon gesagt, ja wieder einen etwas anderen Fußball. Der ist ein bisschen energiezehrender, der ist wieder mit ein bisschen mehr Wucht garniert. Warum wird das trotzdem in der Rückrunde nicht passieren, dass die Mannschaft diesen Einbruch, diesen fast schon klassischen Frankfurter Einbruch der letzten Jahre erleidet? Weil das war ja auch eines der Credos, das Dino Topmöller sehr bewusst mit auf den Weg bekommen hat. Ja, ich glaube, dass wir einfach schauen müssen, dass wir diese Konstanz halt auch in der Rückrunde reinbekommen. Das ist ja so ein bisschen das, was uns in den letzten Jahren einfach so ein bisschen auch dann, sagen wir mal, oder wo wir Probleme hatten, gerade in der Rückrunde. Es geht einfach darum, dass wir natürlich diese Konstanz dann einfach auch in der Rückrunde hinbekommen, dass die Mannschaft sich weiterentwickelt und dass wir trotzdem dann auch in der Lage sind, dann auch wirklich mal wieder eine gute Rückrunde zu spielen. Es hängt natürlich immer ein bisschen auch von der Situation ab. Letztendlich die Ausgangslage in der Rückrunde ist meistens anders als in der Hinrunde, weil es letztendlich dann um Abstieg geht. Es geht um Europa League oder Champions League Plätze, es geht um Meisterschaften. Und da geht es einfach dann noch mal darum, wirklich diese letzte Schärfe auch noch mal reinzubekommen, einfach auch eine gewisse Konstanz dann auch einfach in den Leistungen reinzubekommen, und das ist letztendlich dann unser Ziel. Daran müssen wir arbeiten. Wir müssen sehen, dass wir diese gute Ausgangslage, die wir jetzt haben, dann einfach auch nutzen, um wirklich dann auch am Ende unsere Ziele zu erreichen. Ist jetzt auch nicht vielleicht der perfekte Zeitpunkt, um zu sagen, wenn wir schon auf einem Champions-League-Platz überwintern, dann kommunizieren wir das jetzt auch verbal, offensiv, dass wir sagen, da wollen wir auch nicht wieder weg? Ja, ich habe das ja auch schon mal gemacht. Hat ja nicht so funktioniert. Ja. Von daher. Muss ja nicht jedes Mal so sein. Ja, genau. Nein, ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir einfach jetzt den Weg weitergehen sollten und jetzt irgendwie nicht unsere Ziele verändern oder irgendwelche hochtrabenden Ziele auszugeben, sondern es geht einfach darum, dass wir es schaffen, jetzt wirklich in der Rückrunde mal konstant unsere Leistung zu bringen, uns vielleicht sogar noch entwickeln zu können. Natürlich ist es so, wenn du auf den vorderen Tabellenplätzen bist, willst du es natürlich nicht abgeben, keine Frage. Aber ich glaube, es macht jetzt wenig Sinn, jetzt irgendwie irgendwelchen Plätze oder Kampf um Plätze auszurufen. Es geht darum, dass wir einfach diese Konstanz reinkriegen. Das muss unser Ziel einfach sein, dass wir in der Rückrunde konstanter sind als in den letzten Jahren. Zum Schluss, Markus, ich wollte dich noch konfrontieren. Ich habe lange überlegt, was ist so mein Eintracht-Bild des Jahres? Was ist dieser eine Eindruck, der hängen geblieben ist? Hat mich wahnsinnig schwer getan, weil so viel auf mich eingeprasselt ist, emotional an Eindrücken, die man mitgenommen hat. Am Ende kam ich nicht zu einem Bild, sondern zu einem Geräusch, das hängen geblieben ist. Und zwar das Stadion am Stadtwald, das singt Deutscher Meister wird nur die SGE. Deutscher Meister wird nur die SGE. Was macht das mit dir als Sportvorstand? Lachst du da, also grinst du da ein bisschen schelmisch, so wie du es jetzt machst? Nimmst du das ernst? Erzeugt das Druck? Freust du dich einfach darüber, dass sowas wieder zu hören ist? Was macht das mit dir? Nein, ich freue mich einfach, weil das letztendlich auch ein Stück weit so ein bisschen das symbolisiert, was wir auf den Platz bringen. Wenn die Zuschauer, wenn die Fans das rufen und dann auch so eine Euphorie sich entfacht, das freut mich natürlich, weil letztendlich auch ein Stück weit ein bisschen das Ergebnis einer Arbeit ist von dem Team und dass sie letztendlich auch eine gute Leistung bringen, und trotzdem muss man das einordnen. Ich glaube, dass Deutscher Meister noch relativ weit entfernt ist, und ich lese das ja auch jetzt in den letzten Wochen, dann reden wir über Krise und so. Also wenn wir bei Eintracht Frankfurt über eine Krise sprechen, wenn wir mit 27 Punkten Richtung Winter laufen, dann muss ich ehrlicherweise sagen, ist das schon
manchmal ein bisschen fragwürdig. Und auf der anderen Seite freut mich natürlich, wenn diese Euphorie da ist und dass dann die Fans dann singen, Deutscher Meister ist nur die SG. Wenn es eine Sache gibt, die du versprechen kannst, magst mit Blick aufs kommende Eintracht-Jahr in Richtung der Fans, was wäre das? Oder was ist das? Dass wir den Weg weitergehen und dass wir einfach versuchen, diesen offensiven und diesen Spektakelfußball weiter zu zeigen. Das ist letztendlich das, was wir versprechen können. Wir werden alles dafür tun, auch gerade bei uns im Stadion immer wieder auch attraktive Spiele zu zeigen, attraktiven Fußball zu zeigen. Und das ist das, was ich versprechen kann. Alles Gute fürs neue Jahr. Danke für deine Zeit und wir sehen uns in einem hoffentlich erfolgreichen Eintracht-Jahr 2025. Vielen Dank, Markus Krösche. Dankeschön, gleichfalls. Spannung, Spaß und Eintracht Frankfurt. Wir gehen den größten Mysterien von Eintracht Frankfurt auf den Grund in Fußball 2000 Mystery. Die erste Folge findet ihr hier. Da geht es um Lajos Detteri und die verschwundenen Detteri-Millionen. Das könnt ihr euch angucken. Ich und Marvin gehen jetzt einen Kaffee trinken und ihr klickt da rein.